Willkommen verspätet zu unserer Top-Anime 2018, die wir uns zugute tun durften. Bevor wir euch aber unsere Anime vorstellen, solltet ihr unbedingt in die Videobeschreibung schauen, denn da seht ihr eine Liste aus Anime, die ihr uns vorgeschlagen habt. Über 50 verschiedene Anime wurden von euch als besten Anime, den sie dieses Jahr gesehen haben, privat gekürt. Dort findet ihr alles von großen Anime, die jeder mittlerweile kennt, wie Made in Abyss, Full Metal Alchemist, My Hero Academia oder Attack on Titan, zu Anime, die wir persönlich gar nicht kannten, wie Hisone to Masaotan, Inuyashiki, Planet of the Beast King oder Cells at Work. Für jeden etwas dabei. Falls ihr also noch nicht wisst, was ihr als nächstes schauen sollt, dann solltet ihr euch diese Liste mal anschauen. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Deshalb nochmal Danke an alle Kommentare und an die Vielfalt an Anime, die ihr vorgestellt habt. Und jetzt viel Spaß mit unserer besten Liste des Jahres 2018. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Lieblingsanime von 2018. Jedenfalls sind das die Anime von 2008, also die wir 2018 gesehen haben, die wir gut fanden. 3 Stück jeweils. Und die müssen nicht 2018 rausgekommen sein, also nicht wundern, wenn da irgendwie Anime dabei sind, die eventuell in einem anderen Jahr rausgekommen sind. Zu oft musste ich letztes Jahr mit anhören, wie Leute diesen Anime schlecht geredet haben oder ihn als Flop abstempeln. Doch das ändere ich jetzt, indem ich ihn in meine Top-Liste des Jahres packe. Vielleicht haben sich die Leute einfach zu viel Hoffnung gemacht, als es hieß, dass das Studio von Naruto diesen Anime produziert. Und da viele das langgezogene Ende von Naruto Shippuden nicht mochten, wozu ich jetzt nicht gehöre, gingen sie skeptisch an diesen Anime ran. Black Clover ist ein typischer Shonen, in dem wir Astra folgen auf seinem Weg, der König der Magier zu werden. Dennoch fühlt es sich so frisch an, irgendwie neu. Mehr braucht es gar nicht, um diesen Anime zu beschreiben, da er doch alle Shonen-Klischees erfüllt. Aber wenn man das dauernde Schreien von Astra ausblendet und sich einfach der lustigen Charaktere hingeben kann, die toll miteinander interagieren, ist der Anime schön anzusehen. Black Clover in meiner Top-Liste, zu sehen im Simulcast auf Crunchyroll und das kostenlos. Arjin Semi-Human, also halb bzw. halber Mensch, dreht sich um die sogenannten Arjin. Das sind unsterbliche Menschen mit einer mysteriösen Gabe, einen Schatten von sich selbst zu erschaffen und diesen zu kontrollieren. Leider sind diese Arjin in der Gesellschaft ganz und gar nicht geduldet, da sie mit Krieg, Zerstörung und Tod in Verbindung gebracht werden. Sollte ein Arjin von der Regierung geschnappt werden, wird dieser mit brutalen Experimenten missbraucht. Dieser mit CGI erstellte Anime ist auf den ersten Blick nicht jedermanns Sache, aber wenn man einmal von der Story gehuckt wurde, kann man wirklich nicht mehr aufhören. Staffel 1 und 2 sind beide auf Netflix zu finden. Wie man sieht, bin ich letztes Jahr sehr auf die großen Anime gegangen. Anfangs sollte dieser Anime bei mir nur auf der später Ansehen-Liste stauben, doch nachdem ein regelrechter Hype entstanden ist, fange ich auch an, ihn mir anzuschauen und konnte nicht mehr aufhören. In einer Welt, wo die meisten Menschen mit sogenannten Spezialitäten geboren werden, sind Superhelden und Superschurken nichts Besonderes mehr. Um in so einer Welt etwas Besonderes zu sein, braucht man keine Kräfte, wie unsere Hauptperson Izuku Midoriya. Doch eines Tages erfüllt sich sein Wunsch und er bekommt nach einer Begegnung mit All Might seine ganz eigenen mysteriösen Superkräfte. Ich habe lange nicht mehr so eine sympathische Hauptfigur gesehen wie Midoriya, die trotzdem immer ernst bleibt und es versteht, seine Rolle als Held zu erfüllen, sowohl wörtlich im Anime betrachtet, als auch übertragen für den Zuschauer. Alle 3 Staffeln My Hero Academia kann man käuflich erwerben auf Anime on Demand.
Diesen Anime habe ich im Urlaub letzten Oktober kennengelernt. Der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, hat gemeint, ey, lass mal schauen, es soll so ein Western-Sci-Fi-Anime sein. Ok, gesagt, getan, und ich muss sagen, der Anime hat mich tatsächlich richtig überrascht. Also von witzigen Szenen mit unserem Protagonisten Vash, the Stampede. Ja, man munkelt, der Typ, auf den 60 Milliarden Double-Dollar Kopfgeld ausgesetzt sind, wäre in Fellnal aufgetaucht. Wusstest du das nicht? Nein, was ist passiert? Die ganze Stadt ist verschwunden. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das sage. Ich weiß nicht warum. Das ist so ein Running Gag irgendwie in diesem Anime. Ich glaube, der verarscht sich selbst. Ja. Der immer und überall Aufsehen erregt und Chaos stiftet. Und zu ernsteren Themen und spannender Story. Zu sehen gibt's diesen älteren Diamanten auf Netflix. Ist zwar normalerweise nicht mein Genre, aber definitiv ein Anime, den ich mir gerne angeschaut habe. Cheers! Neben Avatar habe ich Noragami letztes Jahr erneut geschaut, den ich auch wieder auf diese Liste packen möchte. Und ja, ich habe Avatar dieses Jahr das erste Mal gesehen, ich bin eben mit Naruto groß geworden. Der Sportanzug tragende ehemalige Kriegsgott Yato ist kurz davor in der Versenkung zu verschwinden und hat deshalb nur ein Ziel, sich seinen eigenen Schrein bauen. Dafür nimmt er jeden Job, egal wie schmutzig er ist, an und verlangt dafür lediglich 5 Yen, welche in Japan auch als Glücksmünze bekannt ist. Doch da Yato nicht erst seit 20 Jahren lebt, darf er sich auf diesem Weg mit vielen alten Problemen rumschlagen. Die wenigen Charaktere sind toll geschrieben und erleben eine richtig gute Entwicklung über die veröffentlichten 2 Staffeln. Mir gefällt vor allem das Tempo, welches der Anime an den Tag legt und wovon sich andere große Shonen-Anime gerne eine Scheibe abschneiden können. So schafft es Noragami 2 Arcs pro Staffel, also in 12 Folgen gekonnt abzuarbeiten. Was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach das Feeling bei diesem Anime. Die etwas düstere, mysteriöse Stimmung passt nicht nur gut zur Geschichte, sondern sagt mir ebenfalls sehr gut zu. Noragami Staffel 1 und 2 könnt ihr euch bei Watchbox anschauen, wohingegen Netflix bisher nur die erste anbietet. Kennt ihr das? Ihr habt alle möglichen Superkräfte, aber zeigt das nicht öffentlich, weil ihr lieber ein normales Leben leben wollt? Tja, ich schon. Aber psst. Und zufälligerweise ist unser Protagonist Saiki auch so einer. Vergesst Saitama, Son Goku und die Strumpfhosenmänner von Marvel. Saiki kann praktisch alles, was das Superkräfte-Repertoire zu bieten hat. Manipulation von Zeit und Raum, Teleportation und Telekinese, Gedankenlesen und Übertragung, Fliegen, Unsichtbarkeit, Hitzeblick und. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Diese Kräfte nutzt er, um ein so normales Leben, wie es ihm nur möglich ist, zu verbringen. Die 2. Staffel von Saiki Xuno Psinan schließt direkt an die 1. Staffel an und überzeugt mit kurzen 5-Minuten-Sketches. Wer mehr wissen will, kann sich ja unser Video zur 1. Staffel anschauen oder guckt den Anime einfach selbst. Beide Staffeln gibt's auf Netflix. Das waren unsere persönlichen Anime des Jahres. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch gefunden, was ihr nachholen könnt. Viel Spaß beim Schauen und ciao!